2015 sollte das Jahr des E-Sport werden, so betitelte es Gameforge in einer Ankündigung am Anfang dieses Jahres. Zweifelsohne hat sich viel in diesem Spiel verändert in 2015. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Highlights und auch auf die Dinge, die lieber nicht hätten passieren sollen. Das ist der Showtime Gaming Award 2015. Bereits im Januar erschienen die Kapseleditionen der QBZ 97 und der PP 2000. Die Tempesto, gehalten im asiatischen Stil, mit einem schlangenartigen Drachen, der sich in silberner Farbe um die Waffe schlingt, ist damit das erste optische Highlight in 2015. In allen anderen Punkten ist diese Waffe aber eher durchschnittlich und hat sich in ihrer Standardvariante auch nicht durchsetzen können. Die PP 2000 ist nach der Scorpion die zweite Waffe, bei der man jeweils eine Waffe in jeder Hand trägt. Optisch kann sich die Kapselversion aber nicht gegen die Tempesto durchsetzen und wird auch eher selten gespielt. Deshalb geben auch wir eher ein negatives Urteil ab. Im Februar kam dann eine neue Map, Rocket. Die Map Rocket ist zu einer der beliebtesten Maps im Spiel geworden. Sie besitzt spannende Hotspots und gefährliche Ecken, die riskante Manöver provozieren. Außerdem ist mit den Valentinswaffen auch das HK417 Jabberwock wieder zurückgekehrt. Dieses Gewehr ist einer der absoluten Favoriten und war eine Legende, bis zu diesem Zeitpunkt. Wir finden, Legenden sollten Legenden bleiben und exklusiv. Im März-Update gab es nicht nur optische Highlights, sondern auch ganz neue Spielmodi. Neben dem Shotgun-Only-Mode erhielt das Spiel auch den Modus Convoy, bei dem es um einen Geldtransport geht, der eskortiert werden muss. Wir haben ihn in den Skill News bereits ausführlich erklärt. Das G36C war bereits vorher eine recht interessante Waffe. Einige Versionen sind bereits von ihr erschienen und im März kam dann auch die Kapselwaffe Red Vital. Durch die Kombination von Genauigkeit und Schaden ist sie eine beliebte Waffe, auch in der ESL. Ein großartiges Sniper-Rifle hatte dann auch endlich seine Kapselmark-Version. Die AWP Phoenix ist durch ihre großen Red Bull Seitenflügel zwar etwas klobig, der Kapselmark-Boost gleicht das aber wieder aus. Dieses Jahr wurde außerdem das League-System der ESL in Skill eingeführt. Neben dem Go for Skill Cup gibt es nun die Open League, die Major League und die Pro League. Teams können versuchen, in ihrer jeweiligen Liga aufzusteigen, um bessere Preise zu erhalten. In der Pro League gab es zuletzt insgesamt knapp 30.000 € zu gewinnen. Mit dem neuen League-System kamen die feuerroten Pro League-Waffen zu uns. HK417, G36C, Farmers, CZ700 und das K2 waren die Waffen, die mit der ersten Season kamen. In der zweiten Season kamen noch das AK-103, die AWP und das JTAC M200 als Pro League-Waffe hinzu. Mit dem Kauf einer Kapsel wurde außerdem das Preisgeld um 10 Cent erhöht. Im Juli-Update wurden ein paar VIP-Regeln geändert. Statt die VIPs auf separaten Servern spielen zu lassen, können sie nun auf allen Servern eine VIP-Lobby mit VIP-Maps eröffnen, bei der auch ein Nicht-VIP mitspielen kann. Neben 5 neuen Maps und einem neuen Charakter kamen die M401 Shooting Dead, die M249 SPW Monster und die Galil Comic Boom in den Kapselmarkt. Alle in einem alternativen, urbanen Stil gehalten, der an die Sprayer-Szene erinnert.
Das M40A1 und die Galil sind beides durchschnittliche Waffen. Die M40A1 ist etwas für schnelle, treffsichere Scharfschützen und die Galil ist eine Waffe mit ordentlich Rückstoß, aber auch einer hohen Feuerenergie. Ein weiteres Highlight ist das Smith & Wesson Modell 60. So ein Revolver hat im Spiel bislang gefehlt. Der Schaden ist hoch, aber es verzieht sehr stark. Mit 6 Schuss in der Trommel ist man auch bei der Munition knapp bemessen. Erst als der Sommer bereits fast vorbei war, kam es. Das Sommer-Update mit viel nackter Haut, einer neuen VIP-Map und vor allem diesen 3 Waffen, die im Sommerlook gehalten wurden. Die FAMAS Water Blaster, das AN94 Atlantis und das P90 Squash. Besonders die FAMAS Water Blaster verschießt tödliches Wasser. Das AN94 ist eine der wenigen Burstwaffen im Spiel. Im Vergleich zur M16A3 ist der Rückschuss aber geringer. Wir empfinden es als sehr angenehm zu spielen, nur bei kurzen Distanzen wird es manchmal brenzlig. Leider ist im Sommer auch eine neue Methode populär geworden, wie man anderen Spielern den Spaß verdirbt. Ein absoluter Negativpunkt dieses Jahr sind Spieler, die verschiedene Methoden benutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber auch die Bekämpfung schien zu diesem Zeitpunkt nur schleppend voranzukommen. Der legendäre Colt 1911, die älteste Pistole im Spiel, die die Basis für alle modernen Pistolen liefert, ist seit September im Shop. Sie schießt schnell und ist der Allrounder unter den Pistolen. Sie bildet quasi die Urform der Handfeuerwaffen. Weiterhin kamen noch das AUK-3 Trooper und die ACR Haunted hinzu. Das AUK-3 ist eine anspruchsvollere Waffe, ihre Stärke ist aber trotz ihrer niedrigen Feuerrate nicht zu unterschätzen. Die ACR im Allgemeinen ist eine gelungene Waffe. Sie macht sehr viel Spaß zu spielen, da sie leicht zu handhaben ist. Sie fühlt sich kurz und knapp einfach real an. Die ACR Haunted ist auch ganz nett. Schon sind wir am Ende des Jahres angelangt, wieder mit 2 optischen Highlights. Das M82A1 Barrett Siege betört mit seinen türkis leuchtenden Ornamenten und seiner generell frischen und blauen Optik. Es wirkt futuristisch, aber nur in einem dezenten Ansatz. Die SAR-21 Circuit scheint ebenfalls eher einem Designer der Zukunft entsprungen zu sein. Es hat ein ähnliches Camo wie die Barrett Siege mit Schwerpunkten der Gelb-Weiß-Schwarz-Farbkombination. Die Barrett Siege trumpft durch ihren enormen Schaden, die Circuit nicht. Und nun verleihen wir den Showtime Gaming Award 2015 für das beste Highlight in diesem Jahr.
Der Award geht an das neue ESL League-System. Wir glauben, dass es wichtig ist, Möglichkeiten für die Community zu schaffen, in der sie, wie in den großen Spielen, gegeneinander antreten und dabei auch Preise gewinnen können. Das schafft für die Spieler nicht nur ein höheres Ziel, als bloß zu spielen. Dadurch wird Skill selbst auch als kompetitives Spiel ernster genommen. Der Negativpreis des Showtime Gaming Awards 2015 erhält folgendes Negativ-Highlight. Die Methoden, anderen Spielern den Spaß am Spiel zu verderben. Es sind nicht nur die Nutzer, die immer wieder neue Methoden finden, sondern auch der relativ bescheidene Erfolg, diese zu bekämpfen. Dies veranlasst uns dazu, hierfür den Negativpreis 2015 zu verleihen. Wir hoffen, im nächsten Jahr gibt es dazu Fortschritte. Und das war der Showtime Gaming Award 2015. Wir wünschen euch einen guten Abschluss und sehen uns im nächsten Jahr mit einer brandneuen Staffel CWT Rams.